Hallo Erdogan, wie soll ich dich anreden? Sehr geehrte Exzellenz oder werter Gröfatz, größter Feldherr aller Türken und Zeiten? Was machst du da an der syrischen Grenze? Bist du komplett verrückt geworden? Willst du mit Netanyahu, dem Irren von Tel Aviv, konkurrieren darum, wer als Erster den Dritten Weltkrieg entfesselt? Was soll das? Bis vor kurzem hast du eine vernünftige Politik gemacht, hast die Türkei wirtschaftlich nach vorne gebracht. Alle im In- und Ausland haben davon geschwärmt und jetzt willst du mit deinem militaristischen Arsch alles wieder umreißen, was du aufgebaut hast? Was ist los mit dir? Bis vor 2 Jahren hast du Israel wegen seiner Aggressions- und Palästina-Politik ganz ordentlich kritisiert. Respekt. Aber seit Libyen, also seit der Aggression der NATO gegen Gaddafi, gegen das Gaddafi-Regime, soll ich jetzt von Erdogan-Regime sprechen, ist alles anders. Du bist in der vordersten Reihe, jetzt auch gegen Syrien. Was versprichst du dir davon? Sind es neo-osmanische Pläne oder bekommst du Geld von irgendjemand? Von Katar? Von den Saudis? Merk dir doch eins, Erdogan. Das letzte Mal, als die Türkei bei einem Weltkrieg dabei war, noch unter den Osmanen, da habt ihr praktisch alles verloren. Und Atatürk hatte Mühe und Not, einen Restbestand an Türkei aufrechtzuerhalten. Das war der Erste Weltkrieg. Beim Zweiten Weltkrieg habt ihr es richtig gemacht, ihr habt euch rausgehalten. Und jetzt beim Dritten Weltkrieg wollt ihr wieder vorne mit dabei sein? Und das soll nicht auf Kosten von euch gehen? Glaubst du eigentlich, Uncle Sam oder Bibi Netanyahu hauen euch da raus? Seit dem 3. Oktober hat die Türkei den vorher unerklärten Krieg gegen Syrien im Grunde offiziell aufgenommen. Der Anlass war der Beschuss eines türkischen Dorfes, Akçakale, von Syrien aus, wo es viele Hinweise gibt, dass es nicht die syrische Armee war, sondern die von euch ausgebildeten syrischen Rebellen, also eigentlich Terroristen. Die Terroranschläge in Syrien werden von Leuten gemacht, die du vorher in der Türkei aufgerüstet und trainiert hast. Die türkische Grenze zu Syrien ist ein einziges Militär- und Ausbildungslager für diese Terroristen geworden. Im Inland bezeichnest du kurdische Rebellen als Terroristen. Aber Leute, die im Ausland, etwa in Syrien oder vorher in Libyen, mit denselben Methoden vorgehen, sind für dich Freiheitskämpfer. Was soll dieser doppelte Standard? Und dann hast du eine syrische Passagiermaschine in Ankara zur Landung gezwungen mit Abfangjägern. Sowas gab es, glaube ich, noch nie. Zivile Passagiermaschine wird zur Landung gezwungen. Mit der Maßgabe, in dieser Zivilmaschine seien Waffen versteckt für Syrien aus Moskau kommen. Aber bitteschön, was habt ihr eigentlich in der Maschine gefunden? Habt ihr irgendwelche Waffen vorzeigen können? Gab es da irgendwas? Gab es eine Entschuldigung hinterher von eurer Seite? Nein, ihr habt weiter eskaliert. Ich sag dir mal was, Erdogan. Sollen wir das in Deutschland auch so machen? Wenn eine türkische Passagiermaschine kommt, sollen wir die auch zur Landung zwingen mit der Bundesluftwaffe? Und sollen wir dann deine Landsleute in der Maschine durchsuchen, ob die vielleicht waffenähnliche Gegenstände dabei haben? Meinst du, da finden wir nichts? Und dann sollen wir vor den Weltsicherheitsrat gehen? Oder sollen wir gleich, wie du es gemacht hast, unsere Armee anweisen, mal probehalber über die Grenze zu schießen auf die Türkei, so wie du auf Syrien hast schießen lassen? Du glaubst, wir können das nicht? Wir haben unsere deutsche Marine in den Gewässern. Die trifft auch notfalls türkisches Territorium. Was würdest du dazu sagen? Du würdest sagen, das ist eine völkerrechtswidrige Aggression und damit hättest du vollkommen recht. Aber du machst das Gleiche gegenüber Syrien. Was soll das? Bist du irre geworden? Soweit ich mitbekommen habe, wollen deine türkischen Landsleute in ihrer Mehrheit keinen Krieg. Dann höre doch bitte auf deine Türken. Kehre zurück zur Vernunft und zum Frieden.
Die türkische Nation ist eine große Nation mit einer großen Geschichte. Sie verdient an ihrer Spitze einen großen Politiker und keinen Hans Dampf in allen Kriegsgassen, der mit dem Weltbrand zündelt, weil er den Kopf verloren hat, aufgrund von Einflüsterungen oder Zuwendungen ausländischer Mächte.